Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomade-Shop und heute zeige ich euch die Schnauzerwachse von Death Grip. Death Grip kommt aus den USA, genauer gesagt aus Colorado, werden dort handgemacht, wurden von einem US-Veteran gegründet dort, der Homebrew sozusagen seine eigenen Wachse für den Schnauzer erstellt hat, weil er eben kein anderes Wachs gefunden hat, beziehungsweise ihm alles nicht so wirklich gepasst hat. Und dann hat er es so wie viele Homebrewer in Deutschland für Pomaden eben selbst gemacht. Das kam dann auch sehr gut bei Freunden und Kunden dann später an. Mittlerweile wurde es übernommen von Levi, dem Chef von Death Grip, den man auch bei Social Media des Öfteren sieht mit seinem sehr geschwungenen, sehr prächtigen Schnauzer. Das Besondere an Death Grip ist, sie kommen ohne Vaseline aus, ohne Erdölprodukte, was vielen ja auch wichtig ist bei Schnauzerwachsen oder Schnauzerprodukten. Der Hauptbestandteil sind eigentlich immer verschiedene pflanzliche oder tierische Wachs, also Bienenwachs oder eben Candelilla-Wachs. Dann kommt je nach Zusammensetzung noch sowas wie Lanolin dazu oder Kokosöl. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Was aber alle haben, was auch das Besondere bei Death Grip ist das Kiefernharz. Also ihr habt immer in verschiedener Konzentration eben Kiefernharz drin, was das Ganze sehr, sehr klebrig, sehr, sehr harzig macht, was zunächst eher abschreckend klingt, aber doch tatsächlich sehr, sehr viel Halt gibt und diesem sehr wachsig bröckeligen meist, was Schnauzerwachse haben, eben entgegenwirkt, dass die vor allem die Spitzen auch gut zusammenhalten. Wir haben einmal das Death Grip, das namensgebende Wachs sozusagen, was der Bestseller bei denen ist und vor allem das herausragendste Wachs ist. Es sieht nicht besonders aus, also es ist einfach ein dunkleres Wachs. Das Schöne ist, was man hier natürlich schon direkt sieht, alle Death Grip Wachse, also ob das Death Grip jetzt selber, das Sudden Death, das Bone Crusher oder Bare Bones, sie haben alle so einen Pick drin. Sieht aus wie ein Guitar-Pick, ist ein bisschen dünner als ein Guitar-Pick, ist dazu da, das Wachs eben rauszuhebeln, rauszukratzen aus der Dose, um nicht alles an den Fingern zu haben, ist eigentlich ein sehr nettes Gimmick. Haben alle und dann immer auch entsprechend der Dose ist dann auch immer das Guitar oder dieser Wachspick sozusagen mit dem anderen Design. Wir fangen bei Death Grip an, bei dem stärksten Wachs. Bei dem braucht ihr tatsächlich einen Föhn. Also da kommt ihr ohne Föhn nicht weiter. Das lässt sich zwar relativ einfach aus der Dose rausschaben, aber ihr merkt dann sofort, das ist da merkt man tatsächlich das Kiefernharz. Das müsst ihr warm machen. Das wird auch tatsächlich relativ schnell wirklich fast flüssig. Und das bekommt ihr dann super in den Schnauzer rein. Dann müsst ihr aber auch mit dem Föhn weiter am Schnauzer arbeiten. Sonst wird das gar nichts. Also da reißt ihr euch wirklich nur die Haare raus. Dafür, wenn ihr dann den Föhn, sobald ihr den auf kalte Stufe packt oder auf kalte Stufe stellt und das Ganze fest werden lasst, also kalt und fest werden lasst, hält das den ganzen Tag. Da könnt ihr schwimmen gehen, da könnt ihr Sport machen. Es kann draußen regnen wie sonst was. Das Ding hält auch bei eben 30 Grad und mehr. Und den ganzen Tag. Dann das Sudden Death, das ist das nächste besondere Wachs bei Death Grip, weil es eben ein sehr, sehr klebriges, sehr, sehr wachsiges Mustagewachs ist, das sich aber sehr leicht aus der Dose holen lässt. Also es hält quasi wie ein Firm Hold Mustagewachs, ähnlich tatsächlich vom Halt her wie das Expedition Strength von Captain Fawcett, nur dass es deutlich einfacher aus der Dose zu holen ist. Ihr müsst es nicht mal anwärmen, das ist das Schöne. Also ihr müsst es auch nicht am Körper tragen, ihr könnt das einfach so aus der Dose holen und durch das Klebrige vom Harz hält es wirklich auch den ganzen Tag. Ist super für den Alltag und wenn ihr nicht ganz so festen Halt braucht. Genau, das Sudden Death. Dann haben wir das Bare Bones, das ist das weichste von den Wachsen. Und kann man auch tatsächlich gut für den Bart hernehmen, wenn man einen etwas längeren Bart hat sozusagen. Nicht zu viel davon verwenden, aber als Halt sozusagen, weil es ein bisschen stärker ist als ein Bartbalm, aber bei weitem nicht so stark wie die meisten Mustagewachse. Also es ist eher wirklich für leicht geschwungene, natürliche Stile gedacht. Ist eben auch die gleiche Farbe, ich habe es schon ein bisschen ausprobiert. Das ist immer bei denen das Gleiche. Die unterscheiden sich dann wirklich nur in der Zusammensetzung und werden dann eben schwächer. Dann noch zuletzt das Bone Crusher.
gleicher Name wie die deutsche Pomade, Bone Crusher. Ist auch ein sehr, sehr wachsiges Mustachewachs, soll auch der gleiche Halt sein wie das Death Grip. Ich finde, es ist ein bisschen schwächer, aber es lässt sich auch deutlich einfacher verarbeiten. Hier braucht ihr im Gegensatz zu dem Sudden Death ein bisschen Wärme, also ihr müsst es erst anwärmen. Das funktioniert dann bei mir super. Empfohlen wird es auch wieder mit einem Föhn anzuwärmen. Ich finde, es kommt auch super aus der Dose raus, wenn ihr es einfach in der Hand ein paar Minuten haltet, auf die Heizung legt oder einfach in der Hosentasche habt. Und dann könnt ihr das eigentlich ohne Probleme rauskratzen, zwischen den Fingern warm reiben und dann in den Schnauzer einbringen. Auch das Verteilen oder Neustylen funktioniert dann wunderbar auch ohne Föhn. Also es ist tatsächlich auch ein sehr gutes Wachs für den Alltag, das ein bisschen besser hält oder ein bisschen stärker hält als das Expedition Strength von Captain Fawcett, sich aber genauso verhält. Nur dass es eben noch zäher, noch klebriger ist und dadurch die Spitzen auch sehr, sehr viel länger hält einfach. Zum Duft, sie sind alle unparfümiert, also haben keine Duftstoffe drin. Man riecht nur die natürlichen Inhaltsstoffe raus. Da riecht man dann vor allem eben das Kiefernharz raus, die Wachse raus. Das heißt, es hat einen sehr herben, holzigen Kiefernharzduft und das wird dann je nach Zusammensetzung stärker. Am stärksten ist da das Death Grip auch vom Duft her, weil es die höchste Konzentration von dem Kiefernharz hat. Ansonsten riecht man die auch nicht sehr lange. Man riecht es am Anfang ein bisschen, das Würzige vom Kiefernharz, aber das geht dann relativ schnell weg. Ja, sind meiner Meinung nach, oder für mich zumindest, mit die besten Wachse, die es aktuell auf dem Markt gibt. Da gibt es eigentlich nichts Besseres. Meine absoluten Favorites sind Sudden Death und das Bone Crusher. Sudden Death für den Alltag oder wenn es nicht ganz so fest halten muss. Und Bone Crusher dann, wenn ich weiß, das soll einmal halten und ich möchte da nicht mehr viel nacharbeiten. Das Death Grip ist mir persönlich fast schon ein bisschen too much. Also das würde ich oder benutze ich nur, wenn ich weiß, dass der Schnauzer muss halten. Wenn man zum Beispiel eben schwimmen geht oder wenn man zu einem Festival geht, und das muss den Tag halten. Allerdings braucht ihr wirklich einen Föhn, um das auch wieder neu zu stylen. Das Bare Bones ist dann eigentlich ein ganz schönes Wachs für zwischendurch, wenn man einfach nur ein bisschen Halt braucht oder noch Reste vom Vortag hat. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann stellt sie uns gerne in die Kommentare. Ansonsten liked gerne das Video, teilt es und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!